Moin. Ja, wir haben leider absolut beschissenes Wetter gerade, aber da hinten wird es ein bisschen heller. Ich musste erstmal alles so ein bisschen zurückholen, dass die Kamera nicht voll im Regen steht. Netz ist sehr wackelig, wurde jetzt aber gerade etwas besser in den letzten Minuten. Ich hoffe mal, dass das jetzt quasi minütlich besser geht. Aber kann natürlich sein, dass es auch jederzeit immer mal wieder abbricht. Hier sind ja doch hohe Berge. Es gibt natürlich hier viele Ortschaften auch, aber ja, die Berge, die schirmen das natürlich teilweise so ein bisschen ab. Aber sehr, sehr cool, dass ihr alle schon dabei seid. Also da freue ich mich echt richtig drüber. Und ja, drückt mal die Daumen, dass es ja, besser wird und die Übertragung quasi von Minute zu Minute besser wird. Schön windig ist es auch. Also eigentlich alles, was man so als Norddeutscher richtig gut findet. Wir müssen halt so ein bisschen durch die Scheibe filmen. Aber da sieht man immerhin ein bisschen mehr. Sobald das Wetter besser wird, kann ich dann die Kamera auch wieder weiter nach vorne stellen. Ne, Matthias Kaffee habe ich leider noch nicht. Den gibt es ja immer erst ab 6. Ja, Andreas, das sieht echt nice aus. Vorteil ist, dass ich natürlich hier so etwas zurück in meiner Kabine stehen kann. Deshalb jetzt nicht volles Rohr im Regen stehe. Es geht jetzt gleich hier nochmal um eine Kurve. Entweder wird das Netz besser oder schlechter. 50-50. Ja, Andi, moin, mein Lieber. Ist doch super, super Sonne habt ihr selber, ja. Deutschland ist wohl immer noch relativ hot. Macht doch gerade noch keinen Sinn, die Scheibe hier zu putzen. Aber hey, Nilsi schreibt auch, es bleibt spannend. Ganz ehrlich, ihr leidet doch mit mir. Und irgendwie ist es doch auch spannend, das mitzuerleben. Das Netz wird besser, immerhin etwas. Nein, doch nicht, doch nicht. Es war nur ein kurzes Aufbäumen. Das habe ich nur ganz kurz. Oh, Vanessa, ja, Kaffee mit Milch bitte, mit Milch bitte. Vanessa. Oh, Vanessa und Florian wollten gleich vorbeikommen und bringen Kaffee mit. Ja, Matthias, nachher könnt ihr mal die Geiranger Webcam crashen. Im Geiranger Fjord gibt es ja auch einen Livestream. Und da müsste man dann eigentlich sehen, wie wir ankommen. Oh, jetzt aber. Jetzt geht's los hier. Jetzt habe ich 25 Mbit. Holla, die Waldfee.
Jetzt geht das los hier. Wird auch ein bisschen heller da hinten, also eure Ungeduld zahlt sich aus. Geiranger Fjord, ähnlich wie gestern. Da kommt auch wieder so ein Seawalk, der rangefahren wird. Ja, und da machen wir dann auch an so Tonnen fest. Vielleicht habt ihr gestern ja die Durchsage mitbekommen, der Kapitän hat extra angesagt, sie müssen nicht alle die Gäste um 7:30 Uhr mit den Hufen scharrend an der Gangway stehen. Wenn wir angekommen sind, dauert das so etwa eine Stunde, bis wir dann fest sind. Ja, Regen scheint auch weniger zu werden, also vielleicht kann ich dann auch so in 10 Minuten die Kamera weiter rausstellen. Nee, Thomas, an den Schwestern sind wir noch nicht vorbei. Wer sich so ein bisschen auskennt, ihr könnt das ja mal googeln, also auf Google Maps kann man die 7 Schwestern Norwegen googeln. Könnt ihr mal gucken, wo die sind und dann parallel mal auf dem Vessel Finder schauen, wo ich mich gerade befinde. Weil ich selber kann euch nicht genau sagen, wie weit es noch ist, wann die 7 Schwestern kommen und so weiter. Es ist etwas Licht zu sehen. Fangen wir mal mit diesem phänomenalen Wasserfall an, der da runter rauscht. Man muss sich ja langsam steigern. Aber auch voll süß da oben die Häuser, oder? Ich frage mich, ob da jemand wohnt oder ob das eher so Schuppen sind für Schafhirten. Aber zumindest das linke Haus sieht so aus, als ob es ein Wohnhaus ist. Das rechte könnte auch eher eine Scheune sein oder ein Schuppen. Wahnsinn, 700 Zuschauer, ihr seid verrückt. Aber früh aufstehen lohnt sich im Normalfall. Irgendwas passiert immer, wo man hinterher sagt, es hat sich gelohnt. Ja, Postbüttel, das wäre doch ein Job hier zu stellen, oder? Da haben wir gleich hinterm Fenster noch einen Wasserfall. Oh, es klopft. Moin. Hallo, moin. Kaffeeservice. Wo habt ihr denn den Kaffee her?
Von unserer Kabine. Ach, ihr habt die Maschine. Ja, siehst Oh, ganz viel Liebe. du. Gerne. Ganz viel Liebe. Können wir uns aufs Bett Oh. setzen oder so? Ja, nee, setzt euch aufs Bett. Ja, klar. Also draußen, ja, es wird jetzt besser. Wird besser. Eben hatten wir einen schönen Diagonalregen. Ich hab's gesehen, ja. Aber sieht ganz gut aus im Moment. Meine Helden. Moin zusammen. Käffchen. Da steigt doch gleich die Stimmung. So, ich mache mal die erste Eskalationsstufe im Kamera nach vorne rücken. Es geht noch ein bisschen mehr gleich. So, hoffen wir mal, dass das Netz jetzt so gut bleibt. Eben am Anfang war es einmal extrem wackelig. Sonst kannst du dir auch den Stuhl nehmen, wenn du Lust hast. Ja, bei mir sind Florian und Vanessa. Die beiden haben wir in Hamburg schon mal kennengelernt. Auch schon mehrmalige AIDA-Opfer. Und ja, sind auf der gleichen Fahrt. Die beiden haben eine Kabine am Heck. Und jetzt wollte er mal nach vorne rausgucken. Ja? Vanessa, du siehst aber verdammt frisch aus. Danke. Ja. Ist geil, wie das rauscht, ne? Das Wasser, was da runterkommt. Wie hoch mögen die Berge hier sein? Also die sollen ja noch höher sein als in Flom. Ich glaube, teilweise haben die schon über 1000 Meter. Weiß das jemand von euch? Aus dem allwissenden Chat? Ich bin mal gespannt auf diese 7 Schwestern. Gestern habe ich schon Bilder von einem Bekannten gesehen, der auf der Mein Schiff 7 ist. Die waren ja gestern da. Mega. Tony, moin. Washington ist auch anwesend. Ich glaube, gleich können wir es wagen, dass wir die Kamera noch weiter vorstellen. Ja.
So. Dann jetzt noch mal ein zweites Moin. Jetzt mit besserer Aussicht. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Hoffen wir mal, dass der Regen erstmal durch ist, zumindest bis wir angekommen sind. Tony, I have coffee. My guests, Vanessa and Florian, they have the coffee machine on their cabin. Oh, lecker, so ein Kaffee. Eigentlich hätte ich ja gleich die ganze Maschine mitbringen können. Ich kann es auch noch holen. Nein, ab 6 gibt es ja dann im Beach Club. Genau. Und das Gute ist, um die Uhrzeit kriegst du ja auch sofort einen Fahrstuhl. Ja, das ist kein Problem. Oh, herrlich. Danke dir. Willst du ein Handtuch haben, Florian? Wenn du uns sagst. Ja, ich habe hier eins so. Eins habe ich hier so ein bisschen aussortiert zum Trockenmachen. Wollt ihr ein Mikrofon haben? Wollt ihr was erzählen oder wollt ihr lieber nur gucken? Ich brauche keins anfühlen. Nee, die beiden sind noch nicht in Sabbelstimmung. Schweigen und genießen. Ja, genau, schweigen genießen. Einfach mal richtig laut die Klappe halten. Hab's jetzt schon Ja, nachgeguckt. Friedrich fragt, was ist denn jetzt besser, eine Kabine vorne oder hinten? Das ist genauso wie Steuerbord, Backbord. Hat Vor- und Nachteile. Ist beides gut. Also die beiden haben eine sehr schöne Kabine, habe ich mir gestern einmal angeguckt. Kann man natürlich richtig schön aufs Kielwasser gucken. Das hat natürlich auch was, das ist richtig schön. Wenn man jetzt so in den Fjord reinfährt, ist es natürlich schön nach vorne zu gucken, ne? Weil man halt sieht, was auf einen zukommt. Tony, yes, I saw a video of this Celebrity Edge. The broken mooring lines. I think there was something on YouTube. Habt ihr das Gefühl, dass bei euch hinten windgeschützter ist oder? Ja, also jetzt in dem Moment. Jetzt- wo hinten auf jetzt jeden gerade Fall schon, weniger ne? Wind, ja. Wenn der natürlich von vorne kommt, kriegst du da hinten nichts von mit. Ja. Aber ist jetzt auch nicht so, dass es windstill ist, ne? Wenn der von hinten kommt, dann bläst er da auch rein. Aber sieht echt beeindruckend aus. Das ist echt toll. Fürs Bild ist es natürlich auch ganz schön, dass wir keinen blauen Himmel haben. Ja. Mit den Wolken, also es hat mich auch die letzten Tage schon fasziniert.
Ja, 1000 Zuschauer reisen mit uns. Echt? Wahnsinn. So früh Ihr am seid verrückt. Wobei an einem Arbeitstag, sag ich mal, so ab halb sechs, sechs, ist das ja für viele dann doch relativ normal. Ne? Stimmt, ja. Ja. Du machst um die Zeit schon die erste Pause, oder? Fast, ja. Fast. So, Zwischenpause. Ja, Vanessa arbeitet in der Bäckerei. Thorsten Brandeis. Ich danke dir vielmals. 2,49 für diesen wunderbaren Morgen. Dann war der Schetheit noch fleißig mit einer Verlängerung seines Abos auf Twitch. Und wen ich auch übersehen habe, ist die Bande aus Wasserburg vorhin. Die haben auch schon früh morgens Grüße geschickt. 2 Euro. Liebe Grüße, ihr beiden. Stimmt, in einigen Bundesländern ist heute Feiertag in Deutschland. Stimmt, ja. Ja. Happy Kadaver, genau, frohen Leichnam. Ist immer spannend, wenn man hier so ums Eck fährt. Man fragt sich dann immer, na, geht's da nochmal richtig tief rein oder ist das nur so eine kleine Ausbuchtung? Der grobe Plan für heute sieht aus, nach dem Stream schlafen. Da lege ich mich bestimmt nochmal hin. Also ich glaube, das macht... Also man muss auch jetzt nicht wie so ein Berserker oben 8 oder 9 vom Schiff runter und dann gleich da durch Geiranger laufen. Also erstmal frühstücken, schlafen und dann mal gucken. Haben wir auch gesagt, wir frühstücken und dann legen wir uns noch hin. Oh, guckt euch das mal an. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Ben würde Schnappatmung kriegen. Die Apfeltelefonwinker grüßen von der alten Liebe in Cuxhaven. Aber ihr seid doch jetzt noch nicht draußen unterwegs, oder? Was macht ihr denn jetzt an der alten Liebe? Danke euch übrigens für 2,49. Gut, dass ich immer einen Hoodie trage, da habe ich 2 Kapuzen. Ach, zum Sonnenaufgang seid ihr unterwegs. Ja, klar. Also Sonnenaufgang hier in Norwegen ist sportlich. Ja. Da muss man, glaube ich, um 3:40 Uhr, 50 oder so. Carlsson, moin. Ja, die haben sich an der alten Liebe für Sonntag schon einen Platz reserviert. Ja, Claudia, winkt ihr dann mit euren Apfeltelefonen von der alten Liebe bei der Einfahrt? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da schon wach bin. Kommen wir irgendwann zwischen 5 und 6 wenn wir mal mitten sind.
Ach, die winken von Helgoland. Ja, da sind wir etwas eher. Ach, wir fahren hier jetzt auch rein. Ich hatte gedacht, wir fahren vorbei. Jetzt, klar, wir fahren. Ach so, wir müssen hier und dann müssen wir, glaube ich, nochmal eine Kurve fahren, ne? Ihr seht das besser, wo wir sind. Auf dem Wesselfinder. Dragman hat auch nochmal nachgeguckt. Sonnenaufgang in Christiansund ist 3:19 Uhr. Ja, und durch die Berge ist es natürlich nicht so einfach, einen Sonnenaufgang zu sehen. Almut, ich danke dir. Auch nochmal eine kleine Kaffeespende. Habt ihr eigentlich unsere Schlüsselanhänger? Das ist das Einzige, womit ich den Kaffee bezahlen kann. Ja, hier. Guck mal. Du bist die mürrische Möwe. Mal hier, ich habe auch noch eine Landratte für euch. Und unser Logo habe ich auch noch. Bitte? Magst du einen Kaffee haben? Ja, aber lass uns doch bis 6 warten, dann holen wir. Nee, aber die haben so richtig große Pötte. Ach so. Na? Das ist dann ein Fischmarkt. Ist ja gleich. Boah, das ist aber auch malerisch. Dann gibt es ja noch diesen anderen Wasserfall Freier. Ihr müsst mir da mal ein bisschen helfen, wo oder ab wann man den sieht. Weil ich würde da wahrscheinlich vorbeifahren und nichts mitkriegen. Es sind so viele Wasserfälle. Wahrscheinlich ist der einfach ein bisschen größer als die anderen. Nochmal ein Blick zurück, von da sind wir gekommen. Brigitte sagt, im Geiranger kann ich gut Schlüsselanhänger verstecken. Ja, wenn ich sie nicht mal wieder vergesse. Achso, links 7 Schwestern und rechts Freier. Sind die denn direkt gegenüber oder ist das, kommt Freier, der Freier, ne? Wasserfall, der Freier? Oder kommt der eher oder später? Nee, Almut, 7 Schwestern hast du noch nicht verpasst. Ah, okay, der ist genau gegenüber von den 7 Schwestern. Alles klar, danke, danke, danke. Tony, thank you for 20 bucks. Auf der rechten Seite ist der Wasserfall aus der Wodka-Werbung. Der, den man jetzt hier sieht, oder? Die Frage ist, welche Wodka-Werbung? Ich gucke ja mittlerweile so wenig normales Fernsehen. Früher kannte man ja auch Werbung. Also ich kannte früher Werbung, die kannte man in- und auswendig irgendwie. Aber mittlerweile Fernsehwerbung, ich weiß gar nicht, was da für Spots gespielt werden.
Ich glaube, so viel Fernsehen wie hier an Bord habe ich schon lange nicht mehr geguckt. Echt? Ja, weil das ist hier das Einzige, was so auf dem Fernseher läuft, so ein bisschen. Und dann zum Einschlafen, die haben dann hier irgendwie so die wichtigsten Sender. Genau. RTL, Sat.1. Habe ich schon echt lange nicht mehr gemacht, einfach so Fernsehseppen. Guck, Schwarzbart-Jürgen hat es auch schon geschafft. Moin, mein Lieber. So, schauen wir mal, was das Netz macht. Es wackelt gerade wieder ein bisschen. Kann also sein, dass das gleich ein bisschen komische Bilder gibt zwischendurch. Aber ich denke, wenn wir da gleich um die Ecke gefahren sind, dann wird es besser. Florian, ihr habt doch einen Kaffee mitgebracht. Jetzt haut er hier noch 2,49 raus. Digga, Mensch. Was ihr heute mitgebracht habt, ist unbezahlbar. Ja. Alexander schreibt 2 Kurven noch bis zum Ziel. Das klingt jetzt nach sehr kurz, 2 Kurven noch bis zum Ziel. Achso, das sind Großsitzkurven. Ich glaube, die 7 Schwestern sind hier, die sind, glaube ich, so kurz vor der letzten großen Rechtskurve. So. Dann wird hoffentlich das Netz auch wieder besser. Familie Iversen würde GEZ lieber an Hamburg Hafen Live überweisen. GEZ gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Also klar, jeder kennt das als GEZ, aber ich glaube, das heißt mittlerweile Rundfunkgebühren einfach nur noch, ne? Also ich meine GEZ im klassischen Sinne gibt es nicht mehr. Im eigentlichen, aber es ändert natürlich nichts an der Zahlung. Also der Inhalt ist gleich geblieben. Frühstücksdingsbums und Gedöns von Andreas. Ja, und Twix heißt jetzt Ryder, ganz genau. Twix heißt jetzt Ryder, GEZ jetzt Rundfunk. Gebühren.
Geil, diese Felsen hier. Das sieht so eng aus hier, finde ich. Da sieht man doch auch schon mal einen kleinen Wasserfall. Wobei klein bestimmt relativ ist, wenn man dann direkt davor steht. Hafenstadt Hamburg. Moin. Schnell Kaffee aus der AIDA-Tasse und dann ab zur Arbeit. Ich danke dir vielmals für 3 Monate. Doch, Andreas, das ist alles ganz normal, dass du so früh aufgestanden bist. Völlig normal. Wenn man so um die Kurven fährt, finde ich, ist das alles noch mal spannender, als wenn es immer nur geradeaus geht. Guck mal, da hinten kommt auch ein dicker Wasserfall. Oder ist das schon der Freier? Ihr werdet mir das bestimmt sagen. Andi, die Schwestern sind auf jeden Fall auf der linken Seite, so viel weiß ich schon mal. Und der Freier wird dann gegenüber sein, rechts. Ob hier alle Wasserfälle Namen haben? Ach, Andi meint den links. Andi, nee, weiß ich nicht, aber ich glaube, die 7 Schwestern sind, ich glaube, die sind ziemlich dicht beieinander. So, Netz wackelt wieder etwas, aber ich denke, nach der Kurve wird es dann auch wieder besser. Claudia meint, das wäre der Freier. Auf der rechten Seite. Hoffentlich zickt das Netz nicht genau dann rum, wenn wir bei den 7 Schwestern sind. Okay, Brigitte erkennt auch den Freier auf der rechten Seite. Es Sachsen, Uwe ist da. Moin ihr beiden und danke für die kleine Kaffeespende.
Ist Vanessa jetzt noch mal losgegangen? 6 Uhr, holt sie einen Kaffee. Oh, ist die lieb. Ist die lieb. Ja, freier Fall auch bei der Betrag. Kaffee, die zweite. Oh, das ging aber flott. Ja, gell? Dankeschön. Gerne. Ja, jetzt kommen die 7 Schwestern und das sind
Gib es doch nicht. Das gibt's doch nicht. Sieht man, glaube ich, sehr gut, die 7 Schwestern. Oh, drückt mal die Daumen, ey. Das ist ja ärgerlich. Ist das ärgerlich mit dem Netz? Ich hoffe, es kommt ein bisschen was an bei euch, netzmäßig. Beatrix, ich danke dir ganz lieb oder vielmals für die 5 Euro. So tolle Streams. Alle. Danke fürs Mitnehmen. Ach, das ist auch echt schön. Und es kommen nochmal wolkenlose Sonnenausgangsgrüße aus der Nähe von Duisburg bei etwa 17, 18 Grad. 11,99 von Itze. Dankeschön. So, gleich sind wir an dem Freier vorbei. Ich zoome da noch einmal rein, aber der wird gleich verschwinden. Ja, das ist extra so gemacht mit dem Netz, damit die Touristen hier selber hinfahren und nicht irgendjemand einen Livestream macht. Da ist was dran. Ich kann da noch einmal rüber. Da haben wir dann ja wohl die 7 Schwestern. Krass. Einmal durchzählen, sind alle 7 Schwestern da? 1, 2, 3, 4, 5. Also ich zähle so 5,5. Ja. Hansi, moin und danke dir. Ja, also ganz vollzählig anwesend sind sie nicht. Der sieht schon beeindruckend
Ja, ist richtig toll. Geht leider viel zu schnell, obwohl wir nicht so wahnsinnig schnell fahren. Und dann ist, glaube ich, nach der nächsten Kurve auch schon so langsam Geiranger. Also jetzt sind wir ja, glaube ich, schon im Geiranger Fjord, oder? Ich weiß nicht so genau, wo der anfängt. Der hat ja angefangen, als wir da in die große Linkskurve gefahren sind. Ja. Sensationell. Andreas Preuß haut nochmal 2,49 € raus für einen Blick auf die 7 Schwestern. Dankeschön. Hansi hatte 2,49 € fürs Verschlafen. Und Silvio 5 €. AIDA sollte für diese Werbung den Reisepreis zurückerstatten. Och ja, hätte ich nichts gegen. Das Problem ist, die Reisen verkaufen sich ja von alleine. Ne? Das ist, also ich habe auch mit Fabian gesprochen, also er meinte zum Beispiel letztes Jahr waren teilweise gar keine Kabinen mehr zu bekommen. Dieses Jahr ist es wohl nicht ganz so heftig, aber das verkauft sich echt von alleine. Das müsste dann jetzt die letzte große Kurve sein. Ah ja, genau. Mhm. Hier hätte man auch Herr der Ringe drehen können. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir haben gestern, ich glaube, einen Regenbogen haben wir auch seitlich so ein bisschen gesehen, aber eurer ist deutlich schöner. Rechts soll gleich ein Trollgesicht sein.
Bei der Ausfahrt sieht man das in der Regel besser, ja. Ja, Ausfahrt will ich heute Abend dann höchstwahrscheinlich wieder mit dem Handy streamen. Wenn das Wetter mitspielt, vielleicht oben von Deck, ansonsten wieder seitlich da bei den Rettungsbooten. Aber das hat mir gestern auch ganz gut gefallen und schön ist, da steht man überdacht, wenn es dann doch regnen sollte. Dann hat man noch mal ein bisschen mehr Möglichkeiten zu schwenken. Tony, thank you for the gifted membership. Wow, echt schön. Jürgen, ich danke dir vielmals. 5 Euro für die tolle Berichterstattung. Danke, danke. Ja, gestern hatte ich auch noch mal irgendwie Fotos gesehen von Bekannter war hier mit der Mein Schiff 7. Der war auch irgendwie auf so einem Aussichtspunkt oben. Ich weiß gar nicht, ob man da zu Fuß hochkommt oder. Ach, Fabian, der weiß das. Da gibt es ja mehrere Aussichtspunkte. Da gibt es wahrscheinlich so verschiedene Level. Beginner, Profi, Profi, Endgegner. Ja, weit ist es nicht mehr. Am Wasserfall zu Fuß rauf, schreibt Claudia. Aber mein Muskelkater ist weg von den ersten Tagen. Also, Echt? ja. Für den Morgenkaffee und danke für die schönen Erinnerungen. 10 Euro von Juraj. Ich danke dir. Für die genialen Bilder kommen von Nilsi 2 Euro. Auch an dich ein Dankeschön. Ja, so langsam kann man da hinten was sehen.
Wisst ihr, wann wir auslaufen? Nee, aus dem Kopf ist es nicht. Ne? Ja, muss ich mal nachgucken. Wahrscheinlich auch irgendwann 18, 19, 20 Uhr, irgendwie so um den Dreh. Wahrscheinlich weiß der Chat besser, wann wir auslaufen, als Stimmt. wir. Boah, spiegelglatt, ne? Guck mal, wie sich der Bug im Wasser spiegelt vorne. Auf der linken Seite. Nur den Kussmund sieht man leider nicht. Guten Morgen, Fischstäbchen kommt von Hansi. 2 Euro. Dankeschön. Dirk freut sich schon auf seine Fahrt im nächsten Jahr mit der Nova. Dirk, danke für 5 Euro. Also 17:30 Uhr. 17:30 Uhr ist schon auslaufen? Ja. Ah, okay, alles klar. Und für unsere super tollen Mods kommen nochmal 5 Euro von Beatrix. Ja, ihr seid wirklich sensationell. Herrlich. Richtig schön. Richtig schön. Da sind auch Wohnmobilstellplätze. Und da sieht man die Straße, die hochgeht. Beziehungsweise runter. Je nachdem, von wo man kommt. Ach, das sind die Berge, die sich da im Wasser spiegeln und nicht der Bug, okay. Für mich sah das eben nach dem Bug aus, aber kann natürlich auch sein. Ja, ihr könnt ja jetzt mal parallel auf die Webcam gucken von Geiranger. Da müsstet ihr uns jetzt sehen. Stefan schreibt, die Straße mit dem Rad hoch muss geil sein. Ich denke, mit dem Motorrad ist das auch geil. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, ja. Ich würde das Motorrad nehmen. Das ist echt wie aus dem Bilderbuch. Sieht aus wie gemalt. Ja.
So, sprengt mal die Geiranger Webcam. Da vorne sieht man auch schon die Tonnen, wo wir wahrscheinlich zwischen festmachen werden. Hier gibt es ja auch wieder einen Seawalk. Jetzt ein Horn, einmal zum Wecken. Guten Morgen, wir sind da. Guten Morgen, Geiranger. Oh Das je, wäre doch was. oh je. Ja, im Chat schreiben auch viele, dass einige Schiffe bei der Ausfahrt vor den 7 Schwestern nochmal eine 360-Grad-Drehung machen. Das würde ich ja auch ganz cool Das finden. wäre auch nicht schlecht, ja. Das stelle ich mir richtig geil vor, wenn so ein fettes Schiff da dreht. Der Postbüttel freut sich auch über die sensationelle Landschaft. Allein dafür hat sich die Kreuzfahrt gelohnt. Ja, also das ist tatsächlich hier die Krönung, würde ich sagen. Also Geiranger ist schon echt spitze. Ich danke dir, mein Lieber, für 5 Euro.
Ist das hier das Auenland? Und dazu dann das Rauschen von dem Wasserfall. Mega. Ist das der Hauswasserfall? Wie der Hausberg? Das ist so krass, ey. Dass ich das noch erleben darf. Für die wunderschönen Urlaubsberichte von Joachim. 5 Euro, Dankeschön. Die schreiben, das ist da, wo Fabian mit mir hoch will. Ich glaube, Fabian hat auch keinen Bock so ganz hoch, aber ich will irgendwie hoch. Wollt ihr auch irgendwie da hoch heute oder irgendwie so einen geilen Aussichtspunkt, ne? Ja, wir wollten mal gucken, was es hier so gibt. Wir wollten da auf jeden Fall mal zu dem Wasserfall da fahren. Da führt anscheinend eine Treppe hoch. Den hier vorne, den Genau, kleinen, ja. ne? Ja. Und da oben müsste, glaube ich, auch meines Wissens auch ein Aussichtspunkt. Und dann gibt es ja noch irgendwie diesen, wie heißt der, Dalsnipa oder so ähnlich. Stimmt, ja. Das ist wahrscheinlich der große Berg. Kann sein, Aber man kann sich ja vorarbeiten. Ne? Richtig. Das ist ja, manchmal ist es, Okay. also fürs Foto ist es ja manchmal gar nicht so gut, wirklich den allerhöchsten Punkt Ja. zu erklimmen. Boah, da ist aber eine Armada von Wohnmobilen. Das ist natürlich auch cool, wenn du da mit dem Wohnmobil stehst. Ach so, ja, hier sieht man übrigens mal diese Festmachttonnen. Danke für deine Verlängerung vom Sub X Lucy. Ach, das ist die Webcam. Ja, sehr cool. Ja, auf der Webcam sieht man auch, dass sich da was tut an der Pier. Also wenn man ganz genau hinguckt, müsste man uns sogar sehen auf der Webcam. Wir sind nur super klein, ne? Ja, wenn man es vielleicht über auf dem Fernseher guckt, Ja. dann Wenn wir mal winken, ihr könnt ja mal gucken, ob ihr uns auf der Webcam erkennt. Das wäre jetzt der Zeitpunkt für die große Hamburg-Hafen-Live-Flagge. Ja, das wäre doch was jetzt, oder? Ja, wir machen eine. Wir haben schon ein Design für eine Hamburg-Hafen-Live-Flagge. das müssen wir nochmal sehen. 5 Euro kommen nochmal von Jürgen. Herzlichen Dank. Und der Sympather.
ist mit dem Prime Sub auf Twitch dabei. Danke dir. Und konnte man was erkennen auf der Webcam? Wahrscheinlich nicht, ne? Also vielleicht wirklich auf dem großen Fernseher. Ist wahrscheinlich auch keine besonders dolle Kamera. Aber ich glaube, die Webcam, die zeigt genau da unten auf den Anleger. Manchmal siehst du da, wenn du drauf guckst, eine ganze Schlange. Ja. Die Fastmoker kommen. Spotify, danke auch an dich für die Verlängerung vom Abo. Und Rea findet eine Hamburg-Hafen-Live-Flagge eine gute Idee. Ja, finde ich auch. Vor allem, weil man die gut mitnehmen kann. Also das ist ja so ganz leicht, dieser Fahnenstoff. Und Philipp hat mir schon das Design geschickt, aber jetzt hier vom Schiff hatte ich irgendwie noch keine Muße, mich weiter darum zu kümmern. Meine Schwiegermama kommt auch zu. Ach, das ist ja süß. Liebe Grüße nach Hause. Oh, also wenn die hier nicht rechtzeitig bremst mit dem Schiff. Das wird Es soll ja schon Containerschiffe gegeben haben, die in einem Fjord echt. ins Ufer gerammt sind. Habe ich gehört. Man sieht uns jetzt. Da wird auch der Seawalk vorbereitet.
Wir sollen noch mal winken. Moment, ich drehe einmal die Kamera. Ich weiß zwar nicht in welche Richtung, aber so grob da hinten. Blaue Haus ist da. Mit der Glasfront hier vorne, glaube ich. Ah, okay, alles klar. Aber die Möwen sind schon da. Die denken sich auch, hey, Futter kommt. Brigitte möchte wissen, wie oft ihr schon hier wart. Hier im Norden. Auch das erste Mal für euch, ne? Sorry, falscher Knopf. Bin auf den falschen Knopf gekommen. Florian macht Selfies über die Webcam. Traumhaft. Also für alle, die später dazu gekommen sind, Plan ist, dass wir gleich erstmal frühstücken. Ab wann gibt es Frühstück? Ich glaube, das erste ab 7 oder 7:30 Uhr, ne? 7:30 Uhr. 7 Uhr gibt es schon eins? Ja. Plan ist also, dass wir gleich frühstücken, dann uns wahrscheinlich noch mal ein bisschen hinhauen, weil man muss ja nicht wie ein Berserker um 8 vom Schiff runter. Dann heute Mittag, Nachmittag, denke ich, kleinen Spaziergang hier hoch. Mal gucken, wie hoch wir kommen. Also da plane ich auch auf jeden Fall einen Stream zu machen. Mal so ein bisschen die Gegend erkunden, schönen Aussichtspunkt. Und dann, ja, heute Abend auf jeden Fall ablegen. Na, also da auch möchte ich auf jeden Fall nochmal einen Stream machen. Vielleicht haben wir das Glück, dass der Kapitän auch eine Drehung macht. Also es hatten im Chat schon welche geschrieben. Einige hatten nicht das Glück. Einige schon, also Natürlich mega, wenn man das wäre natürlich mega, wenn er das macht, aber ja, steckst du nicht drin. Hat der Kapitän Instagram? Vielleicht könnten die Zuschauer mal ein bisschen nachhelfen. Oh, ja, das wäre doch Könnt ihr mal gucken, David Rienecker heißt der. Guckt doch mal, ob der einen Instagram-Account hat. Oh Gott, Oh Gott, oh Gott, oh Gott. ...500 neue Nachrichten. ja. Was haben die denn vor?
Ah, ist so schön. Ja, da den Berg hoch, da führt eine Straße, klar. Und nebendran müsste irgendwo eine Treppe sein. Ja. Ja, da werden wir auf jeden Fall hoch. Also mal gucken, wie hoch wir kommen. Also muss man mal schauen. Gibt ja auch, glaube ich, hier so einen ganz berühmten Punkt mit so einem Felsvorsprung, glaube ich. Ist auch so ein, wo man dann also auf so einem Felsvorsprung kann und auch nochmal ein Foto machen. Ja, stark. Ja, das werden wir gleich mal rausfinden. Die Möwen sind alle da hinten vor dem Hotel zugange und warten auf Futter. Ob die hier auch so verfressen Ja. sind wie in Warnemünde? Keine Ahnung. Jetzt sind wir noch näher, oder? Können wir noch mal winken in die Webcam. Darf denn hier in Geiranger eigentlich gehornt werden? Ich frage mal für einen Freund. Das muss ja auch so hallen hier. Ab 11 Uhr soll es in Geiranger regnen. Aus, pfui. Das wollen wir nicht hören. Ja, aber wir sind weitestgehend angekommen. Also ich glaube, so viel bewegen wir uns nicht mehr. Vielleicht können wir noch sehen, wie hier unten die Leine zu der Festmachttonne rübergeholt wird. Okay, die schreiben darf. Die meisten schreiben, letztes Jahr wurde gehornt, ja, darf man, okay. Also hier schreiben einige definitiv ab 13 Uhr Regen. Wir checken das mal. Vielleicht sollten wir doch dann zeitig losgehen. Also wenn man das dann vertrödelt und dann, Stehst du im Regen. ja, also vielleicht dann doch etwas eher raus. So, jetzt muss ich mich mal kurz um den Kaffee kümmern. Rückwärts. Oh, vielleicht sollte ich das Mikro nicht mit aufs Klo nehmen.
Ja, wir warten noch auf die Festmacher. Das würde ich ganz gerne noch sehen und euch zeigen. Und ansonsten denke ich, positionstechnisch tut sie hier nicht mehr viel. Aber das nehmen wir noch mit. Das wäre ein schöner Abschluss. Wir müssen mit dem Inventar winken. Ja, demnächst gibt es die Hamburg Hafen Live-Flagge. Ja. Philipp hat auch wirklich ein schönes Design gemacht. Also mir gefällt es zumindest. Der Skywalk hat auch schon den Seawalk hat auch schon den Motor angeschmissen. Oh. Ups. Ja, die müssen natürlich erstmal die Leine holen. Der lässt erstmal seinen Motor warm laufen. Busse warten auch schon. Ja, die sind wahrscheinlich auch für die gebuchten Ausflüge.
Der liegt aber auch ganz entspannt hinten drin, oder? Ach, herrlich. Ja, das hat sich gelohnt. Anfang war ein bisschen holprig, kein Netz und Diagonalregen, aber es hat sich dann ja doch super entwickelt. Irgendwie hatten wir unterm Strich dann doch immer Glück. So. Also gestern auch, das war ja, also beim Auslaufen, das war ja ein Licht unfassbar gut. Ja, wenn es mal wieder etwas länger dauert mit der Leine. Aber der Kapitän hat ja auch gesagt, also es kann gut und gerne eine Stunde dauern, bis sie fest sind. Ach, guck mal, man muss, Sebastian schreibt das gerade, man muss bei der Webcam mindestens seit 24 Stunden abonniert haben, damit man da schreiben kann im Chat. Aber einige haben wohl schon länger abonniert und schreiben da rein. Ja. Noch fahren die Festmacher Kreise. Die haben die Ruhe weg. Ja, absolut. Aber das will ich noch sehen. Wir checken das dann mal nach dem Frühstück, ob wir dann relativ zeitig rausgehen, also wenn es wirklich nachher regnen soll, vielleicht dann
doch etwas früher unterwegs. Wann war Auslaufen? 17:30 hast du gesagt, oder? Ja. Oh, hier jetzt die Drohne. Das ist ein Könnte mir das ganze Kraxeln sparen. Der Seawalk wird auch noch mal gefegt. Stimmt, ja. Wobei ich glaube eher, dass die Wasserpfützen darunter schieben. Andreas, ich habe die Drohne gar nicht erst mitgenommen, weil die bei AIDA an Bord verboten sind. René sagt, rechte Seite soll es irgendwo eine Schaukel geben. Ja. Keine Ahnung. Finden wir raus. Oskar der Grüne, ja, wir dürfen noch aussteigen. Machen wir nachher. Nee, Susanne, es tut sich gerade gar nichts. Wahrscheinlich sind die an den Leinen zugange, die wir gerade nicht sehen. Aber ich habe mir in den Kopf gesetzt, noch zu sehen, wie die Leine festgemacht wird. Das ist jetzt irgendwie... Das ist mein Ziel für den Stream. Ich freue mich aber schon hier auf einen kleinen Landgang.
Gestern war ich wenig motiviert. Also ich fand Nordfjord-Eid auch so vom Schiff aus war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich muss da jetzt groß was machen. Habe dann aber auch viel gepennt. Aber hier, wenn man das so sieht, da will man auf jeden Fall raus. Jan, ich kann dir das nicht sagen, ob da eine Bustour hin angeboten wird. Aber wenn das hier im Umland ist, mit Sicherheit. Hier wird ja für alles eine Tour angeboten und ich versuche natürlich auch gerne hier noch ein paar Ausflüge an den Mann zu bringen. Ihr wollt los, ne? Ja. Alles klar. Wir sehen uns. Wir sehen uns später, ne? Also ich halte hier noch durch. Genau. Ganz, ganz lieben Dank. Danke dir, gell? Ja, Wir schreiben. ja genau, wir schreiben. Bis dann. Tschüss, ihr beiden. Wollt ihr, ich weiß nicht, ob ihr eure Tasse oder das räumen die hier ab, ne? Könnt ihr alles stehen lassen. Ja, ja. Super. Bis später. Tschüss, ihr beiden. So, geht los. Guck, da steht der Bojenmann. Ja. Das kleine Boot ist unser Schlepper. So. So, jetzt noch
Bisschen Druck auf die Leine. Sebastian, wir legen um 17:30 Uhr ab, habe ich eben gehört. Wenn das so ist, dann müssen wir wahrscheinlich 17 Uhr alle an Bord sein. Ja, eher Zug statt Druck. Stimmt. Bin noch etwas verwirrt. Boah, 6:45 erst. Schon so lange auf. 4:30 Uhr gleich erstmal frühstücken. Und damit würde ich mich jetzt auch so langsam mal bei euch verabschieden. Das war doch echt toll, oder? Das war doch eine sensationelle Landschaft. Hat richtig Spaß gemacht. Fing ein bisschen holprig an heute Morgen, aber die meiste Zeit hat das Netz ganz gut gehalten und ich glaube, der Blick, die Landschaft, das war echt richtig, richtig toll. Also hat mir so gut gefallen. Ich glaube, der Seawalk gibt auch langsam Gas. Könnte sein, dass der auch gleich rausfährt. Also, ich zeige euch noch ein paar Bilder. Ich lasse noch einen kleinen Moment laufen, aber ich will mich schon einmal bei euch bedanken, dass ihr so früh dabei wart. Also waren, glaube ich, jetzt in Summe haben wir fast 2000 Zuschauer gehabt. Das ist für die Uhrzeit wirklich sensationell. Ihr seid echt mega, ihr Lieben. Freut mich total, dass ihr das so begeistert hier alles mitmacht und ein bisschen mitfiebert. Euch allen auf jeden Fall einen guten Start in den Tag. Mir wünsche ich gleich ein leckeres Frühstück. Ich glaube, heute habe ich Bock auf Spiegeleier. Ja, so ein schönes Spiegeleibrot. Da habe ich irgendwie Bock drauf. Hier sieht man auch, dass jetzt langsam Zug auf die Tonne kommt. Und der Seawalk wird rübergefahren. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für den netten Chat wieder. Beste Community von Welt. Herzlichen Dank auch für die Kanalunterstützung. Der Ronos hat auch nochmal 5 Euro rausgehauen für den super Tagesstart und die Nutzung meiner Veranda. Ja, herzlichen Dank, mein Lieber. Aber auch ein dickes Dankeschön an alle, die vorhin schon einen rausgehauen haben. Und natürlich auch ein dickes, dickes Dankeschön an unsere Moderationsmaschinen. Lieben Gruß natürlich an Tanja, die auch so früh aufgestanden ist. Und ich glaube, heute auch mal wieder ein Special-Lob an unsere Moderationsmaschine Sebastian Kreuze. Sebastian, mein Lieber, das ist echt mega. Ich glaube, Sebastian hat alle Streams mitgemacht bisher, oder? Sebastian, hast du irgendeinen vergessen? Oder ausgelassen? Ich glaube, Sebastian war echt jedes Mal dabei. Schwester Hansen sehen wir dann vielleicht heute Abend wieder. Und ja, dann macht es gut, ihr Lieben. Und ich würde sagen, bis später. Gibt dann höchstwahrscheinlich einen Stream nochmal vom Landgang. Wann der ist, weiß ich noch nicht. Also am besten auf jeden Fall
den WhatsApp-Kanal abonnieren. Da gibt es dann ja eine Nachricht kurz bevor wir live gehen. Und heute Abend auslaufen auf jeden Fall. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.